bin jetzt in Usbekistan und es gibt so Sachen, die macht man eigentlich nicht, wie zum Beispiel im Sommer nach Usbekistan zu fahren. Ich komme aber leider nicht drum herum, ich muss das machen, sonst wird das mit meiner Planung und der visafreien Zeit in den anderen Ländern nicht so ganz klappen. Na gut, ist so. Das war an der Grenze aber ganz cool. Auf der tadschikischen Seite war das wie in den Wildwest-Filmen, wenn man durch so ein verlassenes Dorf geht. Und auf der usbekischen Seite war es eigentlich auch ganz easy, bis die Taschenkontrolle kam. Und ich fragte die dann immer, ob sie das ernst meinen, wenn ich alle meine Taschen aufs Band packen soll. Das ist nämlich immer ein ziemlicher Aufwand, das alles auf und abzubauen. Naja, war aber ganz locker, ein paar Späßchen gemacht. Nur leider haben sie mein Pfefferspray abgenommen. Gut. Ich hab's denen aber auch gezeigt. Ich bin da ja ehrlich. Hab denen auch gesagt, Pistolen und Handgranaten habe ich zu Hause gelassen. Brauchen sie keine Angst haben. Naja, die Geldwechsler, die haben wieder ihre Tricks versucht. Die Tadschiken haben gesagt, ich kann deren Währung nur auf deren Seite tauschen. Auf der usbekischen Seite sah das irgendwie ganz anders aus. Dann haben sie beim Wechselkurs immer eine Null vergessen. Ein Taxifahrer, der hat mir seine Dienste angeboten, bis ich ihm das Fahrrad gezeigt habe, was ich so vor mir her schiebe. Naja, alles ganz spannend. So, jetzt werde ich aber in eine Kleinstadt fahren, Uzun heißt die. Ich werde da wahrscheinlich in ein Hotel gehen. Und man braucht hier anscheinend eine Registrierung innerhalb von 3 Tagen, sonst ist man hier illegal. Und da habe ich irgendwie nicht so die Lust drauf. Naja, und dann mal gucken, wie ich mir hier so 2, 3 Wochen die Zeit vertreibe. Guten Morgen. Ich habe hier in der kleinen Stadt Uzun richtig Glück gehabt. Ich habe hier in diesem schönen Hotel geschlafen und für umgerechnet ca. 16 € ein richtig gutes Zimmer gehabt. Jetzt habe ich das gestern auch schon mal ausgekundschaftet. Hier ist ein Geldautomat in der Nähe und eine SIM-Karte bekomme ich hier wohl auch. Muss ich gleich mal gucken, ob der Laden da vorne auf hat. Und dann geht's weiter. Das ist aber jetzt auch schon ganz schön warm. Der erste Geldautomat hat schon mal funktioniert. Nicht. Jetzt werde ich das mal hier bei der Agrobank probieren. Ja, leider ist da ganz schön was los. Ich weiß gar nicht, was die hier alle wollen. Ich habe jetzt erstmal alles, was ich brauche. Die SIM-Karte, die war sogar ziemlich günstig. Das hat mich mit 22 GB nur 7 € gekostet ungefähr. Aber auch der Anbieter mit dem besten Signal, das ist auch gleichzeitig der teuerste. So, und da schon fast Mittagspause ist, habe ich mir jetzt auch was zu essen gegönnt. Ich finde das sehr cool. Jetzt haben sie deutsche Musik angemacht. Leider kenne ich die Interprete nicht. Also ich kenne sie, aber ich weiß den Namen nicht. Das ist schon irgendwie cool. So ein kleines Stückchen Heimat hier mitten in Usbekistan. Durch Usbekistan lief früher ein wichtiger Teil der Seidenstraße. Ich kann euch aber sagen, was hier nicht aus Seide ist, nämlich die Straßen. Die sind irgendwas, wofür ich kein jugendfreies Wort finde. Aber ich habe hier ein schönes, gemütliches Plätzchen gefunden. Und ich kann mich da vorne zum Schlafen hinlegen. In der Hoffnung, dass das Wetter gut genug ist. Zwischendurch habe ich auch mal ziemlich dicke Regenwolken gesehen, die sind aber glücklicherweise an mir vorbeigezogen.
was die hier teilweise so Straße nennen, ist echt unglaublich. Ich bin jetzt seit gut 3 Stunden unterwegs. Netto Fahrzeit 2 Stunden in etwa. Und 1,5 davon bin ich eigentlich nur am Fluchen. Ja, schade für die Usbeken. Ich kenne das russische Wort für Scheiße. Bled. Double Bled. Monster Bled. Ich glaube, ich fange mal an, in anderen Sprachen zu fluchen. Was haben wir denn da? Englisch. Shit. This is not a road. This is a shitload of a fucking bitch of a trail, man. Gut, was gibt's noch? Schwedisch. Skid. 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 Oder Französisch. Französisch ist immer gut. Das klingt immer so lieb. Merde. Das ist aber echt kacke hier. Richtig kacke, ey. Da hab ich mir mal wieder den allertollsten Weg ausgesucht. Also der Busfahrer ist heute mein Held. Haben wir glücklicherweise aufgesammelt. Das wäre auch echt eine ganz schön harte Tour geworden, weil es verdammt heiß. Es gibt keinen Schatten, bis auf meinen kleinen Busch hier, den ich jetzt durch Zufall gefunden habe. Und die Piste, unglaublich. Und dann hast du mal 100, 200, 300 Meter Asphalt, dann hört er auch schon wieder auf. Wahnsinn. So, ich werde jetzt schnell was essen und dann hoffe ich mal, dass ich mir auf der Karte ansehen kann, wo ich gerade bin. Weil bis zur nächsten Stadt, bis da ein Hotel kommt, sind es glaube ich noch ein paar Kilometer. Und dann mal gucken, wie viel das da kostet. Ansonsten zelte ich irgendwo. Was für ein Ritt. Es sich echt nicht ausdenken. Jetzt habe ich endlich mal eine vernünftige Straße. Eine Autobahn wohlgemerkt. Und jetzt habe ich Gegenwind. Unglaublich. Wisst ihr, was richtig kacke ist? Wenn man bergab genauso schnell ist wie bergauf. Auf einmal war ein Gegenwind und das wird die nächsten Tage auch so bleiben. Ich hatte dann heute auch irgendwann keine Lust mehr weiterzufahren. Und habe dann bei einem Restaurant angehalten, was hier am Straßenrand ist. Und der nette Mann, der hat glücklicherweise einen Raum auf der Rückseite, wo ich Licht habe und Strom. Und dann hat er mir noch eine Decke und ein Kopfkissen vorbeigebracht. Und er hat sogar eine Dusche, wo ich mich sogar mit warmem Wasser mal schnell duschen konnte. Richtig freundlich. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe mir überlegt, dass ich mir Samarkand und Bukhara auf jeden Fall hier angucken will. Aber wenn ich nach Bukhara fahren würde, hätte ich tagelang nur Gegenwind, aber so richtig Gegenwind. Da habe ich eigentlich nicht so die Lust drauf. Also werde ich wahrscheinlich nach Samarkand fahren, da wird es nicht ganz so schlimm. Und dann den Zug nach Bukhara nehmen. Höchstwahrscheinlich.
Guten Morgen. Ich habe jetzt bei einem kleinen Provinzbahnhof angehalten, in der Hoffnung, dass sie hier einen Kiosk haben. Einen Kiosk haben sie leider nicht. Aber ganz nette Wachmänner, die mir einen Kaffee vorbeigebracht haben. Richtig gut. Und ich muss sagen, dieser kleine Bahnhof hier, mitten in der Pampa, der sieht dreimal besser aus als die meisten kleinen Bahnhöfe, die ich von zu Hause kenne. Ich bin heute ein paar Kilometer Offroad gefahren zu diesem Stausee und habe da hinten Häuser gesehen. In der Hoffnung, dass die verlassen sind, bin ich da mal hingefahren. Leider waren sie nicht verlassen. Das müssen wohl Ziegenhirten oder so sein. Und die haben Hunde, große Hunde, 3 Stück. 2 davon waren angeleint. Der dritte meinte, meine Gepäckträgertasche angreifen zu müssen. Den konnte ich gerade so mit ziemlich lauten und deutlichen Worten noch vertreiben. Ja, schade. Die Aussicht da hinten wäre super gewesen. Naja, jetzt gebe ich mich hier mit dem Platz zufrieden. Und ich sag mal, schlecht ist es auch nicht. Weil die Sonne, die wird genau da hinten untergehen. Der erste richtig coole Platz hier in Usbekistan. Schlafplatzsuche habe ich heute wieder richtig Glück. Ich habe erst bei einem Hotel angehalten, den einzigen hier im Umkreis. Aber die wollten 35 € die Nacht haben. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Also bin ich hier zu einem Stausee gefahren, dem zweiten, und habe die Männer einfach mal gefragt, ob sie irgendwie einen Schlafplatz für mich haben. Und dann haben sie mir hier gleich das ganze Haus angeboten. Da ist jetzt noch einer wiedergekommen, aber nachher habe ich das hier für mich alleine. Echt cool. Und die Aussicht ist total super. Ich werde dann draußen vor dem Haus schlafen, weil das Wetter ist echt genial. Und auch gar nicht so heiß, wie ich das befürchtet habe. Überhaupt finde ich das hier in Usbekistan bislang echt schön. Also klar, ich bin noch nicht lange hier und habe jetzt noch nicht so viel gesehen. Aber es hat irgendwie so sein eigenes Flair. Und die Leute, die sind auch alle sehr freundlich. Klar, es wird ständig gehupt und gegrüßt auf der Straße. Das nervt irgendwann ein bisschen. Aber die sind zwar neugierig und freundlich, aber nicht so penetrant, wie ich das zuvor erlebt habe. Das ist schon cool hier. Wenn nur die Straßen nicht so bescheiden wären. Tja, meinen Schlafplatz habe ich gestern doch noch gewechselt. Der Platz am Haus, der war auf einmal doch nicht mehr so schön. Weil es kam dann noch jemand vorbei, der da wohl Nachtwache geschoben hat. Und dann hat er auch noch die ganzen Lichter da angeschaltet. Und er hat Modern Talking gehört. Deswegen bin ich hier zu einer Ecke gefahren, wo die Lichter nicht funktioniert haben. Und der Platz, der war jetzt zwar nicht unbedingt so bequem, aber dafür hatte ich eine tolle Aussicht. Und die Sterne über mir. Das war schön. Und heute Morgen kamen Schafe vorbei.
Die sind hier dann nämlich einmal vorbeigelaufen. Und haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was liegt der Typ da rum? Ja, jetzt geht's in die nächste Stadt. Charybas nennt sich die. Da gibt es jetzt nicht groß was Besonderes. Aber da gibt es ein Hotel, was nicht ganz so viel kostet. Das war auch wieder ein bisschen Geld. Aber ich brauche mal eine vernünftige Dusche. Diese Stadt ist die Geburtsstätte von dem großen Fürsten Temur. Und er wollte sie im 14. Jahrhundert zur Hauptstadt machen, anstelle von Samarkand. Und dafür ließ er viele große, prächtige Gebäude bauen. Und ich muss sagen, diese Parkanlage hier im Stadtkern, die ist wirklich schön anzusehen. Sieht nett aus. Also die Geldautomaten, die machen mich hier noch wahnsinnig. Wenn sie denn mal funktionieren, haben sie oftmals kein Geld. Und beim dritten Automaten, wo das der Fall war, bin ich dezent ausgerastet und habe da einfach mal gegengetreten. Oh, die armen Usbeken, die müssten sich was gedacht haben. Aber, was das Ganze so ein bisschen wettmacht hier kann man wenigstens vernünftige Burger essen. Und da fahre ich ja voll drauf ab. Und dann war ich in einem Restaurant, wollte einen Cheeseburger bestellen und dann hatten sie keinen Käse. Naja, was soll's. So, auf zum Hotel. Da muss ich jetzt rüber. 1000 Höhenmeter. Und Gegenwind. Aber das nächste Mal baue ich mir einen Motor ans Fahrrad. Ach, was rede ich da? Warum kleckern? Hyperraumantrieb. Das brauchen wir. Das Schöne ist ja, wenn es ganz lange bergauf ging, geht es danach ganz lange bergunter. Ich habe auch alles, was ich brauche, so an Wasser und Essen. Muss mich um nichts mehr kümmern. Man kann mir jetzt irgendwo einen schönen Schlafplatz suchen. Ich habe jetzt einen Stopp in einem von den landestypischen Restaurants gemacht, die man immer an der Straße findet. Und hier habe ich sogar richtig Glück, weil das ist schön versteckt. Und ich habe hier diese geile Hütte, wo ich schlafen kann. Und was noch viel besser ist, ich habe sogar eine Steckdose. Dann kann ich hier vernünftig ein paar Dinge tun und meine Sachen aufladen. Das ist richtig gut. Seit gestern bin ich in Samarkand. Und das wäre auch gleich schief gegangen, als ich hier in die Stadt reingefahren bin. Ich habe nämlich ein ziemlich großes Schlagloch übersehen, mitten auf der Hauptstraße. Ja, ich musste ja die Kamera in der Hand halten und nach irgendwelchen Motiven suchen. Naja, ich kam heile im Hostel an und dann wurde auch schon gleich mein Fahrrad beschlagnahmt. Das heißt, ich darf jetzt ab sofort zu Fuß gehen. Nein, Spaß. Aber ich mache mal einen kleinen Spaziergang und gucke mir das hier mal so ein bisschen an.
Moschee war im 15. Jahrhundert eine der bedeutendsten und schönsten Moscheen der islamischen Welt. Und sie wurde auf Befehl des Herrschers Timur erbaut. Und der Legende nach wurde die Lieblingsfrau von Timur, Bibi Shanum, damals als Erbauerin dargestellt. So, ein Zugticket nach Bukhara habe ich jetzt auch. Das ist auch gar nicht mal so teuer. Das kostet mich jetzt in der Holzklasse 12 Euro, inklusive einem Trinkgeld für die Touristeninformation. Ein Bus wäre zwar wesentlich günstiger gewesen, aber ich kenne ja mittlerweile die Straßen hier. Da ist ein Zug doch deutlich entspannter. Ich werde im Alter noch richtig zur Mimose, ich sag euch das. Auf geht's nach Bukhara. Da werde ich 2 Nächte verbringen und mir das dann mal ein bisschen angucken. Bukhara ist wie Samarkand eine sehr bedeutende Stadt in der Zeit der alten Seidenstraße gewesen. Da gibt es auch ganz schöne Bauwerke, die man sich angucken kann. So, jetzt werde ich aber mal gucken, wo ich hier mal auf den Pott kann. Vielleicht sollte ich aufhören, morgens immer so viel Kaffee zu trinken. Und das ist auch gleich 10 Grad wärmer hier gefühlt. So, ich werde mal gucken, dass ich mir irgendwie ein Taxi organisiere und in die Innenstadt fahre. Und dann werde ich erstmal schön im Hotel einchecken. Da habe ich ein kleines günstiges gefunden. Es ist ja immer wieder eine Freude. Bei Taxifahrern am Bahnhof sollte man aufpassen und zumindest so ein bisschen die Preise im Hinterkopf haben. Da wollte doch tatsächlich einer für die 15 Kilometer in die Innenstadt 320.000 Som haben. Das sind, keine Ahnung, 25, 26 Euro. Naja gut, ich kannte aber die Preise zumindest so ein bisschen. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist zu teuer. 250.000 war mir auch noch zu teuer. Und dann hatte ich den abgewimmelt, dann kam der nächste an. Und da waren es dann auf einmal 60.000 Som. Was mir dann doch realistischer erschien. Naja, jetzt bin ich hier, jetzt gehe ich ins Hotel und dann ist erstmal Chili Milli angesagt heute. Das Kalon-Minarett ist das Wahrzeichen der Stadt Bukhara. Und in der Vergangenheit hat es verschiedene Funktionen erfüllt. Nicht nur, dass der Muezzin von dort aus das Gebet gesprochen hat, es wurde auch dafür genutzt, um Straftäter zu richten. Die wurden dann in einen Sack eingeschnürt und runtergeworfen. Das war schon ganz schön gemein. Und Genghis Khan, als er auf seine Eroberungsfeldzüge nach Bukhara kam, hat das Minarett verschont, weil er es so beeindruckend fand. Und es ist auch ein ganz schön beeindruckender Turm. So, ich bin jetzt für 3 Nächte wieder in dem Hostel, wo ich vorher auch geschlafen habe. Und dann geht's nach Tadschikistan. Aber diesmal nicht für eine kleine Erholungspause, diesmal geht's wirklich durchs Land. Über die M41. Da freue ich mich drauf. Tja,
So sind 3 Wochen Usbekistan auch schon wieder rum. Also ich muss sagen, mir hat das in dem Land hier echt gefallen. Aber es hatte schon seinen Grund, warum ich gesagt habe, dass man im Sommer eigentlich nicht hierhin fährt, weil es nämlich ganz schön heiß war zwischendurch, vor allem in Bukhara. Naja. Tja, und die Tour ist auch bald rum. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.